Da ich finde, das geht in den Kommentarspalten und Diskussionen immer ein bisschen unter, hier eine kurze Einordnung und Abgrenzung der verschiedenen politischen Lager. Denn neben links- und rechtsextrem gibt es natürlich auch verschiedene Abstufungen der Radikalität. Sprich, nicht jeder, der rechtsradikal ist oder jemand, der konservative Ansichten vertritt, ist gleich ein Neonazi oder Faschist. Hier eine Überblicksdarstellung, die euch einen ersten Überblick verschaffen soll. Obwohl ich finde, dieses Hufeisenmodell zeigt es, wenn auch etwas vereinfacht zugegeben, besser, wo die verschiedenen Lager liegen. Und hier jetzt erstmal ein paar Definitionen und Abgrenzungen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Inhalt zu geben. Beginnen wir mit dem konservativen Lager. Die Definition von konservativ lautet in etwa so: bezieht sich auf eine politische Haltung, die traditionelle Werte, Institutionen und soziale Strukturen bewahren will. Konservative akzeptieren die freiheitlich-demokratische Grundordnung und streben keine revolutionären Veränderungen an. Merkmale: Betonung der Stabilität, Autorität und sozialer Hierarchie, Ablehnung radikaler Umstürze. So, und jetzt wandern wir ein bisschen weiter nach rechts und gehen über zu den Rechtsradikalen. Definition: bezeichnet radikale politische Positionen, die gesellschaftliche Probleme an der Wurzel angehen wollen, ohne zwangsläufig die Verfassung zu bekämpfen. Der Begriff wird oft synonym mit rechts verwendet, unterscheidet sich aber stark vom Rechtsextremismus. Abgrenzung: radikale Kapitalismuskritik oder soziale Reformforderungen können rechtsradikal sein, solange sie die demokratischen Grundprinzipien respektieren. So, und jetzt zum ganz rechten Spektrum. Rechtsextrem. Definition: lehnt die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und strebt ein autoritäres oder totalitäres System an. Charakteristisch sind Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und die Ablehnung pluralistischer Demokratie. Merkmale: Verherrlichung historischer Diktaturen, zum Beispiel des Dritten Reiches. Gewaltbereitschaft, ethnopluralistische Ideologie. Und jetzt kommen wir zu den beiden Kampfbegriffen des linken Lagers: Faschismus und Neonazismus. Neonazismus, Unterbegriff des Rechtsextremismus, also es bezieht sich auf Rechtsextreme, bezieht sich auf Ideologien, die sich explizit auf den Nationalsozialismus beziehen. Neonazis verherrlichen Hitler, nutzen NS-Symbole und streben einen Führerstaat nach dem Vorbild des Dritten Reiches an. Neonazis sind oft gewaltbereit und verüben Angriffe auf Minderheiten. Und dann kommen wir zum guten alten Faschismus. Historischer Kontext: ursprünglich Bezeichnung für Mussolinis Bewegung in Italien, später auf ultranationalistische, antiliberal und antimarxistische Systeme. Merkmale: autoritäre Führer, Unterdrückung politischer Opposition, Kult um die Nation und den Staat. Zuordnung: Faschismus fällt unter den Rechtsextremismus, da er die demokratischen Prinzipien ablehnt und ein totalitäres System anstrebt. Und da sicher einige in den Kommentaren danach fragen werden, jetzt noch eine Einordnung der verschiedenen linken Positionen. Wir hätten da zum einen die reformorientierte Linke, die radikale Linke und die extremistische Linke, sowie Stalinismus, Leninismus und alle anderen kommunistischen Ausprägungen. Beginnen wir mit der reformorientierten Linke. Definition: strebt nach schrittweisen Reformen innerhalb des bestehenden Systems, um soziale Ungleichheit abzubauen. Beispiele wären die Parteien Sozialdemokratie, also die SPD, die Reformlinke innerhalb der Partei Die Linke oder andere linke Splitterparteien. Merkmale: Betonung von sozialer Gerechtigkeit, staatlicher Umverteilung und Chancengleichheit, oft mit pragmatischer Ausrichtung. Dann gehen wir im Spektrum weiter nach links. Die radikale Linke. Definition: fordert grundlegende Systemveränderungen, lehnt Kapitalismus ab, setzt auf antikapitalistische oder klassenkämpferische Strategien. Beispiele wären eine antikapitalistische Linke, orthodox-kommunistische Gruppen oder kommunistische Plattformen. Merkmale: Ablehnung des Neoliberalismus, Forderung nach Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, teils revolutionäre Ansätze. Ja, seht ihr mal, ich kann gar nicht links sein, weil ich noch nicht mal diese linken Prinzipien aussprechen kann. Und dann kommen wir zur extremen Linke, deren Definition ein bisschen umstritten ist. Denn sie wird seltener verwendet als beim Rechtsextremismus. Extremismus wird oft mit Gewalt oder Verfassungsfeindlichkeit assoziiert und das kann man nicht unbedingt auf alle linken Gruppen beziehen.
Wie ihr seht, gibt es auch einige linke Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz durchaus als eine Gefahr für unsere demokratische Grundordnung angesehen werden. Gerade linke Gruppen mit marxistisch-leninistischer Ausprägung lehnen nicht nur den Kapitalismus als Wirtschaftssystem ab, sondern wollen auch unsere Gesellschaft in eine sozialistische Gesellschaft umformen. Hier spielen vor allem die alten Vorbilder der verschiedenen Ausprägungen des Kommunismus eine Rolle, wie der Stalinismus, Trotzkismus, Maoismus und Titoismus. Alle benannt nach ihren Führern. Steht zwar nicht ideologisch, aber im Feindbild die größte Schnittmenge mit den Rechtsextremisten. Beide sehen den Staat und die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik als ihren Feind an und streben einen Systemwechsel oder Regime Change an. Zur Vollständigkeit daher noch die beiden Ideologien, die vom Prinzip her am meisten dem Neonazismus und Faschismus ähneln. Als erstes wäre das der Marxismus-Leninismus. Merkmale: Strebt eine klassenlose Gesellschaft durch die Diktatur des Proletariats an, lehnt demokratische Institutionen ab und setzt auf revolutionäre Gewalt. Beispiele: kommunistische Parteien wie die KPD oder die MLPD, die den demokratischen Rechtsstaat als bürgerlich ablehnen und eine sozialistische Umwälzung anstreben. Abgrenzung zum Faschismus: Während Faschismus auf Nationalismus und Rassismus basiert, zielt der Marxismus-Leninismus auf internationale Solidarität und die Abschaffung von Klassenunterschieden. Anarchismus: Merkmale: Ablehnung aller staatlichen Strukturen, Betonung individueller Freiheit und herrschaftsfreier Gesellschaften durch direkte Aktion, zum Beispiel zivilen Ungehorsam. Beispiele hierfür wären autonome Gruppen, die Gewalt als Mittel zur Überwindung des Systems nutzen, also der Schwarze Block zum Beispiel. Abgrenzung zum Faschismus: Anarchisten lehnen Hierarchien ab, während Faschismus autoritäre Führer und staatliche Kontrolle propagiert. Dann gibt es noch den Kampfbegriff des Linksfaschismus. Hier ist der historische Kontext. Der Begriff wurde von SPD-Politikern in den 1920er Jahren genutzt, um die KPD als rote Faschisten zu diffamieren. Wissenschaftlich ist der Begriff nicht haltbar, da Faschismus durch Nationalismus und Rassismus definiert ist, während linke Ideologien auf soziale Gleichheit abzielen und eigentlich keinen Rassismus propagieren. Heutzutage nutzen viele rechte Kreise diesen Begriff, um linke Protestgruppen, zum Beispiel Klimaaktivisten, als antidemokratisch zu stigmatisieren. Ich hoffe, dieser kurze Ritt durch die verschiedenen politischen Kampfbegriffe und Ideologien war ein wenig erhellend. Und falls ihr euch fragt, warum ihr diesmal so laute Vögel im Hintergrund gehört habt, ich besitze einen Schwarm von 10 Wellensittichen. Falls Vogelfreunde unter den Zuhörern sind, schaut doch mal auf meinem anderen Kanal vorbei.